Hallo zusammen. In diesem Video geht es um die Fahranfänger und was ein Fahranfänger denn für ein Auto kaufen sollte. Ich würde euch meiner Meinung nach und nach der Sicht der Dinge, die tatsächlich oft vorkommen, und ich sag mal, ich bin in einer freien Werkstatt tätig, was ich sehe, was denn so für Autos in die Werkstatt kommen und welche Probleme sie haben. Und da gehören 6 Marken mit unterschiedlichen Motoren dazu, die ich euch als Fahranfänger definitiv nicht empfehlen kann. Fangen wir gleich an. Fangen wir mit dem ersten Kandidaten an, der aus Bayern kommt, und das ist der BMW. Und zwar geht es hier um den BMW 1er E87. Das ist der Kandidat, der sehr oft in der Werkstatt steht, und besonders sind anfällig die Vierzylindermotoren. Die Vierzylindermotoren haben ganz oft Probleme mit Steuerketten, Ölverlust, Injektoren, Zündspulen, diversen Sensoren, Motorsteuerung, ABS, ESP. Wir haben was die Versicherungsbeiträge angeht, ist das Auto auch sehr teuer, denn die Versicherung richtet sich nach zugelassenen Fahrzeugen, den Wiederbeschaffungswert und der Einstufung, die ihr als Schadensfreiheitsklasse habt. Jetzt ist es aber so, warum ich das Auto noch dazu zähle, ist die Stundensätze, die BMW verrechnet. Ihr werdet es nicht glauben, aber bei mir in der Umgebung zahlt ihr für eine Stunde Mechanik ca. 240 € inklusive Mehrwertsteuer, und das ist für einen Fahranfänger definitiv nicht zu bewältigen. Und zu der gleichen Kategorie gehört auch der BMW E90. Ein gern genommenes Auto, das auch besonders junge Fahrer, also besonders die männlichen, sage ich mal, in Anspruch nehmen. Und da trifft es genau gleich zu, denn die Motoren, für was BMW in den E90 und E87 verbaut hatte, sind genau gleich. Und da sind genau die gleichen Probleme vorhanden. Bloß mal so am Rande, wir haben einige Autos verschrotten müssen, da die Injektoren nicht mehr lieferbar waren. Man konnte dort keine Zubehör, sonst irgendwas einbauen. Und wie gesagt, das Auto kostet Geld und frisst euch die Haare vom Kopf. Mein nächster Kandidat ist der Fiat 500. Generell die kleinen Modelle von Fiat, die relativ günstig zu beschaffen sind. Also Panda, 500er, das sind so die Favoriten, wo ich sage, lasst die Finger davon. Besonders schwerwiegend, wenn ihr das Fahrzeug kauft, kauft das Fahrzeug nicht mit einem Multi-Air-Motor. Diese Multi-Air-Motoren, vom Patent her ist es so, da wird nicht eine normale Nockenwelle verwendet, sondern ihr steuert einen Teil eurer Ventile über Öldruck. Die Einheiten sind sehr pflegeintensiv und wir haben schon einige verbaut, die zum Beispiel nach einem Ölwechsel kaputt gegangen sind. Das macht sich so bemerkbar, das Fahrzeug läuft dann unrund auf einem, 2 oder es fallen halt definitiv mehrere Zylinder aus und ihr habt einen unrunden Lauf, könnt mit dem Fahrzeug nicht fahren. Die Multi-Einheit ist nicht reparabel. Ihr müsst mindestens mit ungefähr 1000 € rechnen, nur für das Ersatzteil ohne den Einbau. Und generell die Fiat 500er oder die Fiat Pandas, die haben Probleme, da sie relativ günstig ausgelegt sind mit irgendwelchen Steckern, mit Rost, mit der Motorsteuerung, und dies kann ich euch nicht ans Herz legen. Und die Meisterleistung der Ingenieurskunst, und da wird sich jeder Mechaniker drüber freuen, wenn ihr mal mit so einem Auto auftaucht. Und zwar geht es um die Mercedes A-Klasse 168 und sein Nachfolger 169. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Ingenieure waren so intelligent, dass sie den Motor in so einer blöden Position eingebaut haben, dass da die Reparaturen, falls da irgendwas anfällt, nicht selten der Motor abgelassen werden muss. Ihr kommt richtig schlecht hin und ihr habt öfters Probleme mit dem Fahrwerk, mit der Motorsteuerung, Generatoren gehen gerne kaputt und mit dem Rost. Viele der Autos sind nicht mehr unterwegs, aber falls ihr so eins günstig kaufen könntet, gebe ich euch den Tipp, lasst die Finger davon. Und es geht nämlich mit der Mercedes-Familie weiter, und zwar sind die Modellreihen W203 und W204 sehr anfällige Autos mit einem bestimmten Motor. Und zwar gab es die 1,8 Liter und die 2,0 Liter Kompressorenmotoren. Und da habt ihr mit der Motorsteuerung, Steuerketten, Nockenwellenversteller, Ölaustritt und teilweise kapitale Motorschäden bezüglich der Kabelbäume, weil das Öl
durch die kaputten Nockenwellensteller durchgedrückt wird ins Motorsteuergerät und die Autos wirtschaftlich am Ende sind. Oft werden die Autos auch verkauft und der Käufer merkt im Nachhinein, dass dieses Ölproblem ihn getroffen hat. Sei es wie es ist, Sensoren, Undichtigkeiten, Reparaturen bezüglich der Kurbelwellengehäuseentlüftung, da die Schläuche, die da gerne kaputt gehen, Achsprobleme, Durchrostung und so weiter und so fort. Nicht selten ist es, dass Bremsleitungen durchrosten und ich kann euch ein ganzes Buch drüber schreiben, was da alles noch fällig ist, aber die Modelle, dann kaufst du lieber irgendwie ein Fahrrad, da fährst besser wie mit diesem Bock da. Und einer meiner Favoriten sogar, würde ich mal sagen, ist der Mini Cooper R54. Dieses Auto ist ein Frankenstein. Warum Frankenstein? Weil BMW hat Mini aufgekauft. Es war ja damals eine Firma, die in England stationiert war oder eine englische Firma. So, und da es denen ja nicht gereicht hat, haben die noch eine Zusammenarbeit mit PSA gemacht. Und dann ist dieser Frankenstein dabei rausgekommen. Und wie gesagt, ihr habt einen PSA-Motor mit BMW-Technik und das Ding ist eine totale Fehlkonstruktion. Also es fängt schon an, dass die Dinger andauernd mit irgendwelchen Steuerkettenproblemen dastehen und in Bezug Steuerkette, dass entweder Steuerketten reißen, gelenkt sind, ihr irgendwelche Probleme im Leerlauf habt. Steuerkette ist eine sehr teure Angelegenheit. Da geht es um Tausende von Euro und geschweige denn vom Platz und wie das Ganze konzipiert ist. Zündspulen gehen gerne kaputt. Die Turbolader beim Diesel, dann habt ihr generell eigentlich so gut wie immer Ölverlust und die Ölkühler, also die Dichtungen könnt ihr wahrscheinlich alle 5 bis 6 Jahre wechseln. Elektronische Probleme, sei es Beleuchtung, sei es irgendwelche Verkabelungen, Stecker und so weiter und so fort. Also ich kann es verstehen, dass das Auto hübsch und toll aussieht und dass die Mädels sich um diese Autos reißen, aber dann fahrt doch mal einfach in die Werkstatt und fragt doch mal nach, wie gut denn diese Autos in Wirklichkeit sind und ihr werdet ganz kritische Blicke bekommen. Sicherheitsunglück, wie ich das nenne, ist der Renault Zoe. Nicht nur diesbezüglich. Ich meine, das Auto, ja, es ist ein reines Elektroauto. Ich weiß nicht, ob sich ein Fahranfänger so ein Auto direkt kaufen würde, aber wenn, es ist das meistverkaufteste Auto in Deutschland. Bei Renault sind die Achsteile relativ schlecht ausgelegt, besonders beim Zoe, da er der erste war und er relativ schwer ist. Ihr werdet beim TÜV mit Reifenproblemen, Fahrwerk, Spursteinköpfe, Querlenker, Radlager und so weiter und so fort relativ viel Probleme haben. Aber es ist nicht das Ausschlaggebende. Ich meine, man ist sich da bewusst, dass die Qualität bei den ersten Renault Elektroautos relativ schlecht war und man hat das quasi in den Griff bekommen wollen. So, das Schlimmste für mich an der ganzen Sache ist, dass viele sich gar nicht bewusst sind, mit was für einem hohen Sicherheitsrisiko sie unterwegs sind. Im ADAC Crashtest hat das Fahrzeug mit 0 Sternen abgeschnitten. Erst später hat Renault das eingesehen und hat nacharbeiten müssen und hat Sicherheitsrückhaltesysteme nachgerüstet. In so einem Fahrzeug und ein Fahranfänger, ich sag mal, die haben ja von der Statistik her höhere Unfallraten wie jemand, der erfahrener ist, im Autoverkehr unterwegs ist. Da wird gestorben wie ein Mann, ohne irgendwelche Rückhaltesysteme und da kann man sich auch eigentlich direkt abschnallen, denn falls es zu einem Unfall kommt, seid ihr so gut wie gar nicht geschützt und die Quetschzonen sind sehr, sehr schlecht. In der Liste steht jetzt bei mir VAG drauf. VAG ist ein Konzern, der VW, Seat, Audi, Skoda, da gehören noch ein paar andere dazu, wie Porsche, Bugatti, Scania und so weiter. Da blende ich auch das Bild ein. Und zum VAG-Konzern, da gab es eine Motorenpalette, die wirklich verflucht war. Ich weiß nicht, was die Ingenieure sich dabei gedacht haben oder ob sie überhaupt geschlafen haben bei der Konstruktion. Die haben es echt zu was gebracht, was die Pannenstatistik angeht. Wir fangen mal mit dem VW Golf an. Der Golf 6 hat diesen berühmten 1,4 Liter TFSI oder TSI Motor drin und das ist so die Krönung. Denn diese Motoren haben nicht nur Probleme in der Elektrik. Das Hauptproblem, ich fange mal an, das bekannteste aller Probleme sind die Steuerketten. Dann geht es weiter über Turbolader. Wir haben Probleme mit Ölverlust. Wir haben Probleme mit der Kompression. Die Zündspulen gehen gerne kaputt. Wir haben gebrochene Kolbenringe. Wir haben Motorschäden aufgrund, weil Ketten reißen und so weiter und so fort.
Und das hört da ja auch gar nicht auf. Wir haben durchrostete Radlagernarben, wo dann die Geberringe defekt gehen. Ich könnte so weitermachen, aber ich rate euch ab von dem VAG-Konzern. Also das heißt, wenn auch ein Skoda mit einem 1,4 Liter Motor verkauft wird und in diesem Zeitraum zwischen 2007 und 2014 wurden diese misslungenen Motoren in diese Autos eingepflanzt. Und da gehört auch natürlich der 1,0 und der 1,2 dazu. Also hütet euch, ihr müsst auch darauf achten, dass der Polo diesen 1,0 Liter drin hat. Und der Polo, wenn, dann vielleicht sogar eher als Diesel gekauft wird oder mit einem richtigen Motor wie mit so einem Ding. Und zwar kann ich euch auch von einer bestimmten Motorenpalette abraten. Und das ist das, was ich schon seit Jahrzehnte predige. Also ein VR6 oder ein VR5 oder ein R32, R36, das sind Motoren, an denen lernst du das Schrauben, sage ich immer, weil die Dinger einfach fehlkonstruiert sind. Ein Beispiel, VW hat mit dem Ruf so schwer zu kämpfen gehabt, dass VW dann, man sieht es an dem Bild, eine Aufschrift mit V6 draufgeklebt hat, obwohl das ein VR6 war. Also ihr müsst euch mal vorstellen, so schlecht wurde der Motor geredet und das ist heute noch so. Ich sehe das immer wieder und ich habe mit den Leuten auch kein Mitleid, weil man hat die auch bestimmt informiert und ja, der Sound ist cool und bla bla bla, aber die Dinger stehen halt einfach nur da und sind abartig teuer. Und mein Schlusswort wäre dann, passt auf beim Autokauf, es ist meine Erfahrung, meine Interpretation und ich möchte euch einfach davor schützen, sinnlos Geld rauszuwerfen für irgendwas, was fehlkonstruiert worden ist von Werk aus. Bleibt fleißig, schaut die Motoren genau an, ihr holt euch ansonsten Hilfe noch dazu und könnt mir aber auch was in die Kommentare schreiben, falls ihr irgendwie Fragen habt. Bis zum nächsten Mal.